Grüß Sie, die Fahrkarten bitte. Möchten Sie meine Fahrkarte sehen? Ja, bitte, das war nett. Obwohl ihr gut Deutsch sprecht, habt ihr in typischen Situationen, wie im Zug, oft das Gefühl, nichts zu verstehen? In Österreich klingt tatsächlich vieles anders, als ihr es vielleicht aus dem Deutschunterricht kennt. Aber keine Sorge, es gibt keinen Grund, euch vor eurer nächsten Fahrkartenkontrolle zu fürchten, denn heute lernt ihr, wie das in Österreich klingen kann. Los geht's! Grüß euch, wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Schauen wir uns gleich einmal einen ganzen Dialog bei der Fahrkartenkontrolle an. Danach erklären wir ihn euch genauer. Der Dialog ist im Dialekt, aber bitte denkt daran, wenn ihr in dieser Situation seid, müsst ihr nicht im Dialekt antworten. Das könnt ihr immer im Standarddeutsch machen. Wichtig ist, dass ihr euer Gegenüber gut versteht. Grüß Sie, die Fahrkarten bitte. Ja, Moment, ich habe das Klimaticket. Danke, dann brauche ich nur einen Ausweis dazu, bitte. Ja, sicher, da, bitte. Danke. Fahren Sie bis Salzburg? Ja, genau. Wissen Sie, ob wir pünktlich in Salzburg ankommen? Ja, laut Fahrplan sollten wir pünktlich sein. Momentan gibt es keine Verspätung. Super, danke. Gern. Gute Fahrt. Der Dialog startet mit einer Begrüßung des Schaffners oder der Schaffnerin. Das ist die Person, die unsere Fahrkarte kontrolliert. Sie begrüßt uns mit Grüß Sie. Das ist eine Variante, wie wir in Österreich jemanden in formeller Art und Weise begrüßen können. Also meist eine Person, die wir nicht kennen. Dementsprechend siezen wir dann diese Person. Grüß Sie ist die Kurzform für Ich grüße Sie. Oft hört ihr aber auch Grüß Gott. Ein ganz einfaches Hallo ist natürlich auch möglich. Das verwenden Verena und ich im Zug zum Beispiel meistens. Danach kommt die Fahrkarten bitte. Das heißt natürlich die Fahrkarte bitte. Der Pluralartikel die wird in unserem Dialekt zu de. Und die Kombination AHR bei Fahr bzw. AR bei Karte wird zu Ohr in unserem Dialekt. Deshalb sagen wir eben Vorkarten. Das passiert zum Beispiel auch bei war, das zu war wird. Also ich war gestern in Wien wird zu ich war gestern in Wien. Die Person antwortet auf die Aufforderung, die Fahrkarten vorzuzeigen, mit Ja, Moment, ich habe das Klimaticket. Hier seht ihr ein typisches Phänomen in unserem Dialekt, nämlich, dass das A sehr oft zu einem O wird. Statt Ja sagen wir Jo und statt habe sagen wir Hob. Merkt euch das, denn das sehen wir gleich noch öfter. Außerdem verkürzen wir im Dialekt gern und viel. Zum Beispiel sagen wir nur I statt ich oder lassen die E-Endung bei habe weg und sagen eben Hob. Das As bei As Klimaticket ist der neutrale Artikel in unserem Dialekt. Ihr könntet aber in anderen Kontexten auch des hören. Zum Beispiel, das Klimaticket ist echt praktisch. Und wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was es mit dem Klimaticket in Österreich auf sich hat, dann schaut euch dieses Video an. Das Klimaticket war nämlich unter den Top 3 Wörtern des Jahres 2021 in Österreich. Danach sagt der Schaffner, danke, dann brauche ich nur einen Ausweis dazu bitte. Bei dann sehen wir wieder, dass das A zu einem O wird und wir Don sagen. Außerdem kennen wir jetzt schon das I für ich. Hinter brauchert steckt der Konjunktiv 2 des Verbs brauchen, und zwar bräuchte. Dann bräuchte ich wird also zu Don braucheri. Noch klingt wie nu im Dialekt und einen Ausweis wird zu an Ausweis. An ist also der unbestimmte maskuline Artikel im Akkusativ. Schaut euch gern unser Video an, in dem wir euch alles über die Artikel in unserem Dialekt erklären. Dazu klingt im Dialekt wie dazu. Zum Beispiel könnten wir auch sagen, ich nehme nur einen Salat dazu. Oder was isst du dazu? Den nächsten Satz können wir jetzt schon gut verstehen. Ja sicher, bitte. Das meint ganz einfach, ja sicher, bitte. Dann fragt der Schaffner, fahren Sie bis Salzburg? Fahren ist eine Verschmelzung des Verbs fahren und dem Personalpronomen Sie, also fahren Sie. Wie bei Fahrkarten von vorhin wird auch fahren zu fahren. Und unsere Heimatstadt Salzburg klingt im Dialekt wie Salzburg. Das L wird oft zu einem Vokal oder Diphthong. Das ist ein Doppellaut. In diesem Fall wird L zu Oi, also Salz zu Salz. Das passiert zum Beispiel auch bei Mahlzeit, das zu Mahlzeit wird,
oder bald, dass zu bald wird. Dann sagt die Person, ja genau, wissen Sie, ob wir pünktlich in Salzburg ankommen? Hier haben wir noch ein typisches Wort im Dialekt, nämlich ma. Das kann ganz viele verschiedene Dinge bedeuten, wie wir euch in diesem Video schon gezeigt haben. In dieser Situation meint das ma das Personalpronomen wir. Und das letzte Wort in der Frage ankommen meint ankommen. Also, wissen Sie, ob wir pünktlich in Salzburg ankommen? Kommen klingt wirklich ein bisschen anders in unserem Dialekt. Ich komme wird nämlich zu ich komm. Oder ich komme an wird dann eben zu ich komm an. Ihr seht, dass die Vorsilbe an einfach zu einem O wird. Der Schaffner antwortet dann, ja, laut Vorplan sollten wir pünktlich sein. Momentan gibt es keine Verspätung. Da wir jetzt schon Vorkarten und Vorn kennen, wisst ihr sicher, was der Vorplan ist, oder? Genau, es ist der Fahrplan. Ma erkennt ihr jetzt auch schon wieder. Davor haben wir hier ein neues Verb, nämlich sollen. Das ist sollen im Dialekt. Soll ma meint sollen wir. Und sollt ma mit T ist der Konjunktiv 2 sollten wir. Der ganze Satz heißt also, laut Fahrplan sollten wir pünktlich sein. Seht ihr auch, dass wir das N bei sein einfach wieder weglassen? Der Satz, momentan gibt es keine Verspätung, ist gut zu verstehen, oder? Hier sehen wir nur die Verneinung kein, die im Dialekt anders ist. Statt keine Verspätung sagen wir keine Verspätung oder auch keine Verspätung. Zum Beispiel würde ich habe keine Zeit, dann wie ich habe keine Zeit oder ich habe keine Zeit klingen. Zur Negation haben wir euch auch schon dieses Video gemacht. Schaut es euch unbedingt an. Dann endet der Dialog mit super, danke. Gerne, gute Fahrt. Gute Fahrt ist hier im Dialekt. Das meint, ihr könnt es wahrscheinlich schon erraten, gute Fahrt. Gut ist super typisch in unserem Dialekt. Zum Beispiel könnten wir auch sagen, ja, das schmeckt voll gut. Oder heute ist ein guter Tag. Dass das U zu einem Ur wird, sehen wir zum Beispiel auch bei Kuh, das zu Kur wird. Oder suchen, das zu surchen wird. Wir hoffen, das war ein gutes Video für euch. Welche Phrasen würden euch noch interessieren? Was habt ihr schon einmal im Zug gehört und vielleicht nicht verstanden? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns wie immer nächsten Samstag zu einem neuen Video. Bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Dialekt in Österreich doppelt so viel Spaß. Ma, Alter, jetzt geht das schon wieder nicht. Hey, kannst du mir zeigen, wie man das einschaltet? Ja, super. Dann sehen wir uns morgen, oder? Ma, was ich da noch sagen wollte.